Hallo Leute! Ich erzähle euch heute mal eine Geschichte zu meiner Nase. Jeder hat sie und ich habe sie auch. Und zu meiner Nase gibt es eine besondere Geschichte. Schon als ich quasi neugeboren war, hatte ich ständig Schnupfen. Und meine Mutter hat mit mir inhaliert, gibt es Fotos, mich über so einen Topf gehängt und Handtuch drüber. Ich kann mich erinnern, als ich dann Kind war, dass ich ziemlich oft gar keine Luft durch die Nase gekriegt habe und ich habe nichts gerochen. Und ich weiß noch, immer im Frühjahr blühte bei uns so ein Baum und dieser Baum duftete so gut. Aber meistens habe ich nichts gerochen. Und ich habe immer gehofft, hoffentlich, wenn der Baum blüht, rieche ich mal was. Und dann bin ich ganz nah rangegangen und habe versucht, ein bisschen Geruch auszumachen. Und oft habe ich nichts gerochen. Als ich dann Anfang 20 war, habe ich chronische Nebenhöhlenentzündung gekriegt. Also ich war ein Jahr lang mehr krank als gesund. Wer schon mal Nebenhöhlenentzündung hatte, der weiß, wie man sich fühlt. Man fühlt sich, als ob sämtliche Kraft aus einem rausgesaugt ist. Ich bin ein paar Meter zum nächsten Arzt getapert, der hatte aber zu und ich habe gedacht, nee, ich glaube, ich schaffe den Rückweg nicht. Ich habe gedacht, nee, geht nicht. Ich war dann bei verschiedenen Ärzten und letztendlich habe ich mich am Nasenseptum operieren lassen. Also mein Nasenseptum ragte hier rein, sodass die Belüftung so schlecht war, dass ich da die chronische Nebenhöhlenentzündung aufrechterhalten hat. Nach der OP war es auch jetzt nicht sofort gut. Also ich habe bei jeder kleinen Erkältung oder irgendwas fing zuerst immer diese Nebenhöhle an. Dann lief immer der Rotz da hinten in den Hals und war der Hals wund und hat eine Weile gedauert und das mit der Ernährungsumstellung, dann Zuckerentzug, seitdem habe ich eigentlich keine Probleme mehr mit der Nasennebenhöhle. Aber was bis heute der Fall ist, ich kriege wenig Luft durch meine Nase. Also so, wenn ich schlafe oder ganz in Ruhe bin, dann reicht's. Aber für ein bisschen mehr Anstrengung, dann muss ich immer mal durch den Mund schnaufen. Also auch mit korrigiertem Nasenseptum ist so wenig Platz in meiner Nase, habe ich so kleine Nasenlöcher hier, dass ich ziemlich wenig Luft kriege. Ja, liegt sicherlich daran, dass meine Mutter, als ich schwanger war, nicht alle Nährstoffe hatte, die sie brauchte, damit mein Gesicht sich gut entwickeln konnte. Da kann ich heute nichts dafür. Nichtsdestotrotz muss ich damit leben. Ja, und dann kommt das hier. Und dann muss ich mir so Sprüche anhören. Ja, alle anderen tragen die Maske doch auch. Also ich kriege da gut Luft darunter. Das ist doch gar kein Problem. Ach, stell dich doch nicht so an. Ja. Ich habe schon so Probleme zu schnaufen. Wenn ich das Ding aufsetze, nach einer Minute habe ich das Gefühl, ich erstick da drunter. Nee, das bilde ich mir nur ein, ne? Ist doch alles total harmlos. Ja, genau. Ja, mach dir doch einen Attest. Lass dir doch einen Attest machen. Ja, genau. Ich kenne Leute, die haben Atteste. Und wenn sie gut sind, dann kommen sie damit durch. Aber ich kenne auch genug, die durften damit nicht in die Notaufnahme ihr Kind begleiten, was krank war. Die durften damit nicht zum Kinderarzt rein oder zu irgendeinem Arzt rein. Selbst mit Attest. Keine Maske, nichts rein. Und seit wann brauche ich eine Erlaubnis dafür, dass ich atmen darf? Also, geht's noch? Ich bin verantwortlich für meine Gesundheit, zuallererst. Ich muss atmen können. Also so viel muss man mir zugestehen. Also wenn man da anfängt, mir Abstriche zu machen, da verstehe ich keinen Spaß mehr. Ja, Dumme ist nur, ich muss auch für meine Familie sorgen und einkaufen. Meistens macht das mein Mann, da komme ich drum rum. Aber manchmal muss ich auch einkaufen. Ja. Und ich habe keine Lust, mich mit diesen ganzen Maskenterroristen anzulegen, die mir dann erzählen, ich muss doch eine Maske aufsetzen. Zumal ich habe ja mal Medizin studiert. Ich habe mein Medizinstudium auch abgeschlossen. Ich darf als Ärztin arbeiten, mache ich gerade nicht, weil ich nämlich Mutter bin, was ich viel wichtiger finde und viel inhaltsvoller. Aber egal, ich habe auch schon als Ärztin gearbeitet.
Ich kann also Studien lesen, ich kann selber denken. Ich habe das Ganze eine Weile studiert und mich damit beschäftigt. Und schon im Studium haben wir gelernt, dass Masken, diese Sorte und auch alle anderen in dieser Kategorie nicht vor Virusinfektion schützen. Das ist medizinischer Konsens schon seit Jahrzehnten. Und plötzlich kommt die Wissenschaft, die gekaufte Wissenschaft offensichtlich und behauptet das Gegenteil. Von heute auf morgen. Einfach so. Ja, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr meinen Verstand beleidigen? Ihr spinnt doch. Dann mache ich nicht mit. Das glaube ich doch nicht. Also, das ist einfach nicht wahr. Ihr lügt. Ihr lügt. Und wegen einer Lüge zwingt ihr mir dieses Ding da auf. Geht's noch? Nö, mit mir nicht. Das Maximale, wozu ich mich hinreißen lasse, um trotzdem für meine Familie Lebensmittel einkaufen zu können, ohne dass ich angepöbelt werde und beleidigt oder rausgeschmissen, ist, dass ich das Ding halt am Kinn trage. Atmen muss ich. Gehorsamsübung, Maske auf, muss ich auch. Und damit allen klar ist, warum da mein Rüssel raushängt, das Ding schützt nicht und es tyrannisiert die Leute. Und das ist alles. Und so, komischerweise, darf ich einkaufen. Es ist nämlich nur eine Gehorsamsübung. Übrigens funktioniert das auch mit einem Kartoffelnetz. Da kriegt man ganz gut Luft darunter, aber ich habe mich jetzt doch für diese Version entschieden, weil mit dieser Version vielleicht doch noch ich den ein oder anderen schaffe, zum Nachdenken anzuregen. Im Gegensatz zum Kartoffelnetz, das raffen die meisten Leute nicht. Warum hat die da so ein komisches Netz im Gesicht? Und ich hoffe, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute schnallen, dass das hier alles ein großer Betrug ist. Ein großer Wissenschaftsbetrug. Und es eigentlich ganz anderen Zwecken dient als der Gesundheit. Ja. Ich weiß nicht, welche Wege ihr gefunden habt zu schnaufen. Ich hoffe, ihr habt alle größere Nasen als ich und habt nicht diese Probleme, die ich habe. Und hoffen wir mal, dass das Elend bald zu Ende geht. Ja, in dem Sinne, einen schönen Restsommer und tschüss.